Ja, ihr werdet heute eine kleine Übersicht seiner Arbeit als Shamanic Healer und spiritueller Lehrer bekommen und könnt euch also vielleicht dann auch mehr vorstellen, was er hier macht. Nicht jeder, wie gesagt, der heute dabei ist, kennt ihn schon, und das ist der Sinn, dass ihr heute auch die Gelegenheit habt, Fragen zu stellen. Es gibt einen Chat. Und da seid ruhig fleißig drin, dass ihr mit Fragen reinkommt, und die werden wir ihm dann vorlesen. Unsere Übersetzerin, die Margit, ist erkennbar an der Hand, die sie freundlicherweise gehoben hat. Wer also unsere Übersetzerin sehen möchte, da ist sie auch mit Bild dabei. Und sie macht das heute zum ersten Mal. Sie tunt also auch ein, und wir werden also dann zusammen ja, Tempo gewinnen, bis so das Miteinander dann in Harmonie wie bei einem Tanz ist. Das sind wir eigentlich bei allen Übersetzungen immer gewohnt, dass das ganz schnell geht, wenn die innere Chemie stimmt. Ja, was macht unser Zarathustra in Frankfurt? Wenn er bei uns ist, dann gibt es immer Abendprogramme. Da ist am bekanntesten das Shamanic Healing. Das ist also ein Circle, ein Kreis, den er macht mit einer individuellen Heilarbeit. Was wir diesmal wegen eines günstigen Feiertages machen können, das ist ein ganzer Tag, der sich dem Wecken des dritten Auges eben widmet. Dazu werden wir nachher noch etwas sprechen, was er dort macht, und ihr könnt dazu Fragen stellen. Und es wird ein neues Seminar geben, auch für Teilnehmer, die früher schon dabei waren. Die haben das auch sich gewünscht. Das heißt Aktivierung der inneren Stille. So, in dieses ganzen Programme geht es auch, aber ihr sollt natürlich auch schon was mitnehmen können für euch, ne? Und heute schon Freude haben und tiefe Erfahrungen machen können. Also, in diesem Sinne, I switch now to a few words of English, and I welcome you back, dear Zarathustra. Soon to cooler Germany. When you arrive here in October, it will be more cool than in your new home now in Mexico, where it is quite hot, and you will be happy to have a fresh October weather then. Well, thank you. Appreciate it. Okay, so I will give you now the word, and your dear translator Margit in the background, and I will welcome now everybody here in the Zoom. Nun ist jeder da und hier mit uns verbunden. Herzlich willkommen, alle hier nah und fern, und vor allem herzlich willkommen, lieber Zarathustra. Und ich möchte jetzt auch unsere Übersetzerin noch bitten, jawohl, den Ton einzustellen, und jetzt ist er drin. Und jetzt kann sie auch übersetzen, und es geht los, und wir sind im Hintergrund, und unser Zarathustra ist in der Frontline. Yeah, the picture is on you. Well, thank you. My name is Zarathustra. Nice meeting you all. And hopefully we meet in October in Frankfurt and we get to know each other better. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Zarathustra, und ich hoffe, dass wir uns im Oktober auch in Frankfurt treffen und uns noch besser kennenlernen werden. And today we're going to talk to some extent regarding the 3 events we're going to have for you in Frankfurt Ring. Also wir werden heute eben auch über diese 3 Veranstaltungen sprechen, die wir im Frankfurter Ring im Oktober machen. And I'm just going to briefly highlight them and then tell you a little bit about me, those of you who have never met me or don't know anything about me, and then we go from there. Ich werde also kurz über diese Veranstaltungen sprechen und dann ein bisschen über mich, für die von euch, die mich noch nicht kennen, und dann schauen wir weiter. So, well, maybe I should just tell you a little bit about who I am and what I do first, and then we go to the next subject. Oh, hi, Mark.
So I see some familiar faces here. Nice to see you. I been a spiritual seeker probably most of my life, and I didn't know about it. Ja, schön auch hier ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Ich erzähle doch erstmal was von mir jetzt. Wahrscheinlich bin ich mein ganzes Leben lang schon ein spirituell Suchender gewesen, ohne dass ich es wusste. And in my late 20s and early 30s, I had some encounters with some highly spiritual and highly intelligent beings, human beings. In meinen Ende 20er Jahren, Anfang meiner 30er Jahre habe ich einige Zusammenkünfte gehabt mit Menschen, die sehr spirituell und intelligent sind. These people had extraordinary abilities. You can say powers, or they had just the presence, a very powerful aura around them. Diese Menschen hatten sehr starke Kräfte, oder du könntest auch sagen, eine starke Aura, die sie ausgestrahlt haben. And during the time that I entered into this world of spirit and became a seeker, there wasn't much information available. Und in der Zeit gab es noch gar nicht so viel Information, die ich hätte nachschlagen können irgendwie, als ich da mit in Kontakt gekommen bin in der Zeit. During my time, you had to go to a health food store or a spiritual bookstore in order to find some information or see some flyers on a bulletin board and get some information about a guru or a healer visiting. Also damals war das noch sehr mehr so dem Zufall auch, so sage ich es, überlassen, dass man zumindest nicht recherchieren konnte groß, sondern man hätte zu einer ganz besonderen Bücherei gehen müssen vielleicht oder eben auch auf Flyer zurückgreifen, die irgendwo gerade aushängen. So I, through the grace of God, I had the opportunity to meet a couple of very extraordinary, very powerful healers, capable of really performing miracles. And I had a chance to meet them. Durch die Gnade Gottes hatte ich wirklich die Gelegenheit, sehr außergewöhnliche Heiler treffen zu können. And that led me to go to Philippines in search of the Filipinos psychic surgeons. Und da bin ich dann zu den Philippinen, auf die Philippinen geflogen und habe da wie sagt man dann, Psychic Chirurgen getroffen, die dort wirkten. Ja. And then after that, it led me to go to India, and I found my guru. In Sanskrit, your main guru is called Sat Guru. I'm not talking about this gentleman who's calling himself Sadguru. That's not who I'm talking about. Also da bin ich danach nach Indien gegangen und da habe ich meinen Guru, meinen Lehrer gefunden. Auf Sanskrit sagt man Satguru. Ist nicht der jetzt im Moment sehr bekannt auf Video ist. Ich denke, der ist gemeint. Genau. And my teacher, the encounter with these highly evolved beings, it created a dynamic of getting a transmission of information in an invisible way. It's like they transferred their knowings to me in some way and the other. Ja, und durch die Zusammentreffen mit diesen sehr hochentwickelten Wesen habe ich wie Übertragungen bekommen, die einfach in mich eingegangen sind. And I noticed that there's a major difference now that I'm on this other side as a teacher, I'm teaching, and I'm not on that side seeking or looking for answers. I can see
there's a big difference between knowledge and knowing. Ja, jetzt begreife ich, wo ich jetzt auf der anderen Seite stehe, also nicht mehr so sehr suche nach Antworten, sondern auch weitergebe, dass da ein ganz großer Unterschied ist zwischen Wissen und Weisheit. On the side of the spiritual seeker, most are trying to collect information. So it's intellectual understanding. We're trying to understand the nature of absolute, of existence. Die meisten spirituellen Sucher suchen Informationen und das ist ganz oft sehr intellektuell dann aufgenommen. Und genau, das ist aber was anderes. And there's a difference between reading a lot of books or going to see a lot of different teachers and acquiring information versus realizing this information in experience and figuring it out on our own, not with our head, but with our hearts. Und das andere ist eben wirklich mit dem eigenen Herzen zu verstehen, was das alles für einen selbst bedeutet, was es mit einem macht und so weiter. So dieses Absolute zu fühlen, statt das mit dem Intellekt zu verstehen oder Worte da zu lesen. And we all do this. We all maybe read different books from different teachers, watch video, YouTube, or we go to seminars and we write notes and we collect information. Und natürlich machen wir das alle. Wir lesen Bücher, wir schauen uns Videos an, gehen zu Seminaren und schreiben was mit. Das machen wir natürlich schon. And I'm sorry, are you done? Ja. And to a certain point in your spiritual development, it's okay to do that. Bis zu einem bestimmten Punkt in deiner spirituellen Entwicklung ist das eben auch okay. So. But it doesn't add on anything. Aber irgendwann bringt das dich nicht mehr weiter. It's like what happens is we get a lot of information and here I'm just going to fill this up. So wie das jetzt hier, wir haben ganz viele Informationen und füllen unser Glas immer mehr auf damit. And I can just fill it up with this cup with a lot of glass of water with a lot of information. Da ist jetzt ganz viel Information drin, so wie in unserem Auffassungsvermögen. But it creates confusion. Aber das kann eben auch Verwirrung stiften dann. Especially today, because today we have access to a lot of information. Besonders heute, wo wir so viel Zugang zu so vielen unterschiedlichen Informationsquellen auch haben. You can spend a day or 2 or 3 in front of your laptop and go on YouTube, and from shamans in Brazil to shamans in Africa to shamans in New Zealand or in Australia or the Native Americans, you can get a lot of information from everybody. Du kannst jetzt zum Beispiel online gehen und ganz viel Informationen sammeln von den Schamanen in Brasilien, in Afrika, Australien, Neuseeland oder den ursprünglichen Einwohnern von Amerika. Du kannst alles Mögliche bekommen. And then you will be more confused than ever before. Und dann wirst du vielleicht noch verwirrter sein als jemals zuvor. Because you want to do this, you want to do that. And I've done this, you know, and what happens is all of a sudden, all day long, from morning to night, I am doing different rituals. Und dann möchtest du alles Mögliche auch verfolgen und auch die Rituale tun, die dir da vorgeschlagen werden. Und dann verbringst du deinen Tag und möchtest alle möglichen Sachen machen, was irgendwie zu viel ist dann. But it doesn't take me anywhere.
I'm not going any higher. I'm not getting any closer to my goal. Und das bringt dich nicht in dem Sinne weiter, dass du nicht wie höher in dein Bewusstsein steigst oder deinem Ziel wirklich näher kommst dann. So what I recommend to you and suggest to you that taking a little bit time and maybe you take your notebook and write a few different things that what is it you really want to get? Where do you want to arrive Also in your spiritual path? Also meine Empfehlung ist, should I do it now, you're suggesting? No, generally. No, in general, in life. Ja. Also meine Empfehlung ist, dass du dir irgendwann mal ein bisschen Zeit nimmst und dich in Ruhe hinsetzt und aufschreibst, was eigentlich dein spirituelles Ziel ist. I'll give you a couple examples. I was thinking in my late 20s, early 30s, that I want to come to power. I want to be able to do extraordinary things with energy and with power. That's what I thought is going to make me happy. Also ich gebe euch mal meine Beispiele. So in meinen End-20ern, Anfang der 30er Jahre, habe ich gedacht, ich möchte besondere Kräfte entwickeln, dass ich da was bewirken kann. Das ist das, was ich damals so dachte, dass mich das glücklich machen würde. And eventually down the road, I came to a lot of power, but I realized I'm still not happy, I'm miserable. Und ich habe auch gemerkt, dass ich bestimmte Kräfte entwickelt habe und trotzdem war ich noch nicht wirklich glücklich, sondern eher, ja, gar nicht so gut drauf. Because spiritual power is not going to do anything for you if you live in fear and anxiety, you're in jealousy, you're lonely, you get angry very fast. Also das ist ganz wichtig zu wissen, dass eigentlich diese spirituellen Kräfte einem nicht so viel helfen, wenn man noch manchmal wütend ist, nicht gut drauf ist, traurig ist, sich einsam fühlt, all diese Dinge in sich hat. Yeah. So then I realized when I met Master Punjaji, my spiritual teacher, I realized that I want what he has, which he had inner peace. Und als ich meinen spirituellen Meister Punjaji getroffen habe, da habe ich dann realisiert, ich möchte, was er hat. Und er hat inneren Frieden. And this man, he looked like he was Mount Everest, and nothing can move him, nothing can affect him. Der Punjaji erschien so wie der Mount Everest, wie ein großer Berg, den nichts erschüttern kann. And I talked to him and I asked him, how can I get to where you are? And he said, the trick, the way is you have to learn to be quiet. You have to learn to be silent. Ja, ich habe ihn gefragt, wie ich denn da auch hinkommen könnte. Und er sagte, ja, der Trick ist wirklich innere Stille, innere Ruhe. Das ist Because what happens is, and it's interesting because this is counterintuitive to our education. Und was ganz interessant daran ist, ist, dass eben gar nicht intuitiv ist für uns, weil unsere Erziehung, unsere Bildung uns was ganz anderes beigebracht hat. Yeah, our education from childhood is to acquire a lot of knowledge, information. Wir haben einfach gelernt und das sind wir so gewohnt, möglichst viel Informationen zu sammeln. And we're told, think about your future, worry about your future, save for future, go to school in order to have a good future. Was wir gelernt haben ist, denk über deine Zukunft nach, mach dir Gedanken darüber, also sorge dich vielleicht sogar auch über deine Zukunft und geh in die Schule und lern viel, damit deine Zukunft gut würde.
And you should worry about future. Und dass du wirklich dir Sorgen machen solltest über die Zukunft. And the television, the media, the news, and the entire world supports this concept of fear, anxiety, overthinking, and Ja. worrying. Und auch das Fernsehen, die Medienlandschaft, die gesamte Gesellschaft unterstreicht und unterstützt diese Einstellung, dass man sich wirklich sorgen soll über die Zukunft. Und ja. But when I came across Master Punjaji, and he was teaching me to be silent, to be quiet, he was not saying don't speak. He wasn't talking about me not talking. Als ich Punjaji, meinen Meister, getroffen habe, hat er mir ja eben diese Stille vorgelebt und gezeigt. Und gleichzeitig hat er mir nicht gesagt, dass ich nicht sprechen sollte. He was referring to inner silence, means to become quiet inside, like to go beyond the thinking mind that is always going like wah, 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 to go around it and find that place inside ourselves, which is very silent and it's very still. Ja, sondern er meinte damit eben die innere Stille. Man kann ruhig sprechen und auch denken, aber so wie dahinter oder darunter ist so die eigene innere Stille, die ganz ruhig ist und von der aus man spricht und denkt auch. And what happened for me was that in the beginning, of course, this was information, but when I started to practice that, and I discovered something inside me is always very quiet and it's always very still. And it's like this. Ja, am Anfang war das für mich auch erst Informationen, was ich noch nicht ganz verwirklicht hatte. Aber als ich angefangen habe zu üben, dann habe ich gemerkt, dass da irgendwas in mir immer diese Stille und diese Ruhe tatsächlich hatte. And then I realized that the more I shift my attention, the more I bring my attention inwards towards this space inside myself, the more I focus on it, I realized the more my vibration started to rise to a higher frequency. Dann habe ich gemerkt, je mehr ich das übte und je mehr ich diese innere Stille in mir wahrnahm, desto höher wurde meine Schwingung, die Frequenz in mir. So then my whole teachings, the whole philosophy of fifth dimensional quantum healing, 5D quantum healing and awareness was established on the foundation of inner silence. Und diese innere Ruhe ist wirklich das Fundament, die Basis von dem, was ich dann entwickelt habe, nämlich das fünfdimensionale Quantumheilen. Genau, das ist daraus dann entstanden. Yeah, I realized that the true power of any healer or wanting to do a third eye activation or wanting to become enlightened, awakened, going into a different dimension, all of it needs to be done from a place of silence inside ourselves. Ja, ich habe also wirklich gemerkt, dass dieser Platz in uns, dieser stille, ruhige Platz in uns, das Fundament ist für alles, was Heiler tun, was man tut, wenn man Erleuchtung oder Erweckung haben möchte. Das ist das Fundament für alles, diese innere Ruhe. That's where your true power resides. Und das ist das, wo deine wahre Kraft auch ihre Heimat hat. And each and everybody on this planet, everyone has this power inside themselves. Und jeder auf diesem Planet, jeder hat diese Kraft in sich. And this is not something
you can ever lose. Once you recognize your power inside yourself, you realize it's always here. Und das ist auch etwas, das du niemals verlieren kannst wieder. Einmal, wenn du das gefunden hast, dann weißt du, es ist immer da. Because in the reality, if anything we gain in our lives, if I go gain something, I can also lose it. Also so wie in unserem Leben ist es allerdings in der materiellen Welt so, dass alles, was wir besitzen und gewinnen, können wir auch wieder verlieren. So whatever I teach and share with people is based on helping you remembering your inner powers, remembering everything you need to know is within yourself and finding it inside yourself. Und was ich lehre, ist halt eben einfach die Erinnerung daran, die Erinnerung, dass wir das alles in uns haben. And this way you can never forget it and you can never lose it. So dass du es im Grunde nie wieder vergessen kannst, auf jeden Fall nicht verlieren kannst. Should we just go into answering some questions, Britta, or what do you think? I'm looking in the chat, and at the moment it's quiet, but we just tell people if they like, they can write now a few sentences, and you may be going on a few minutes before we look if something happens. I mean, maybe if anybody has a question, you can ask me the question. Genau, da ist jetzt die Frage nach Fragen. Also wenn Fragen sind, jetzt können die gestellt werden, in den Chat reingeschrieben werden. Ja. So we're going to have 3 events in Frankfurt starting beginning of October. I mean, our first event is on October 3rd. Wir werden also im Oktober 3 Veranstaltungen haben gemeinsam mit dem Frankfurter Ring. Und die erste Veranstaltung ist am 3. Oktober. And this year we decided we start with the third eye activation training program. And it's going to be an all-day, I believe it's from 10 a.m. till 5 o'clock in the afternoon. Und wir haben uns entschieden, mit der Öffnung des 3. Auges zu beginnen am 3. Oktober. Und das findet statt von 10 Uhr bis 5 Uhr am Nachmittag. And what we're going to do is we're going to do a series of active meditations. These active meditations allows us to raise our vibrations to a higher frequency, and it also quiets our minds. Und was wir da tun werden, sind ein paar Meditationen machen, die unsere Frequenz erhöhen werden und auch unseren Geist beruhigen werden. And then I'm able to give you transmission when you're ready. Collectively, we're all ready then with the energy that's been built up in the room. We're able to give transmission and send a strong signal to the pineal gland, which is the third eye. So it opens and gets activated. Ja, und wenn wir als Gruppe soweit sind, dass die ganze Gruppe soweit ist nach dieser Meditation, da kann ich dann Übertragungen senden, sodass das 3. Auge weiter geöffnet wird. And also, we're all going to learn about the importance of third eye activation, why it's important, why it's a lot of people around the world, they want to open up their third eye. Wir werden auch darüber sprechen, warum das überhaupt so wichtig ist, das 3. Auge zu öffnen und warum viele Menschen sich darum bemühen in der Welt. So what happens most of the time when the third eye opens up, which is the pineal gland, and it produces DMT, dimethyltryptamine.
Ich kenne jetzt den Begriff nicht wirklich, was das dritte Auge ist. Britta, weißt du das? Das ist ein Punkt hinten. I don't know the name for what you said. The third eye is- Dimethyltryptamine or DMT, er meint, DMT wird produziert von dem dritten Auge, von der Drüse. Ja? Das ist eine eigene, was man auch kennt im Kontext von Drogen, die eben dann bestimmte Bewusstseinszustände erzeugen. Aber spielt keine Rolle, wird aktiviert, ganz organisch. Genau, also da ist auch was im Körper eben passiert, Körpereigene. tatsächlich. Und das ist vielleicht das Spannende daran, dass da im Körper was passiert, wenn wirklich das Auge auch so geöffnet wird, ja. Yeah, what happens is most human beings, because the governments of the world, the food processing corporations in the world, they put a lot of fluoride, they put a lot of preservatives in the water and food, toothpaste. And what it does is it calcifies the pineal gland. So pineal gland becomes rigid and it's not working very well. Das ist die Zirbeldrüse, Margit. Das ist die Zirbeldrüse, danke. Okay, war mir nicht ganz sicher, ja. Also was eben passiert, das wissen bestimmt viele von uns auch schon, dass eben durch die Nahrungsmittel, die wir so zu uns nehmen und auch die Zahnpasta mit den Fluoriden und so weiter, die Zirbeldrüse wie etwas verhärtet wird und dann nicht so gut arbeiten kann. Yeah. And now why is DMT is important, especially to the spiritual seeker, to us who are wanting to enhance our healing abilities or psychic abilities, or we want to experience oneness with the divine. Why is it so important to us? Ja, und die Frage stellt sich ja, warum ist das so wichtig für uns, also für uns, die wir ja mehr auch diese Einheitserfahrung machen wollen mit dem Göttlichen, mehr also Heilungsfähigkeiten kultivieren wollen, und das ist eben ein sehr wichtiger Punkt, die Zirbeldrüse da. That's because the production of DMT by pineal gland, it will give you first-hand spiritual experiences. It enhances your psychic abilities. If you, I'll go one step at a time, Margaret, so you can translate. Ja, thank you. So, durch die Produktion eben von DMT haben wir die Möglichkeit, viel mehr Einheitserfahrungen zu machen, psychedelische Erfahrungen zu machen, also übersinnliche Erfahrungen auch zu machen, ja. If you are a healer and your third eye opens up, your healing abilities will enhance drastically. Und wenn du eben Heiler bist, vor allem wenn du Heiler bist, auch wird deine Kapazität, Menschen zu helfen, sehr, sehr stark erhöht werden. Ja. It enhances your telepathic communication. It enhances, if you're empath, your abilities will increase. Genau, deine telepathischen Fähigkeiten werden erhöht und auch deine Empathiefähigkeiten werden gesteigert. Ja. There's you may, if you're a painter or a singer or an artist or a writer, all of your abilities will increase. Und auch eure Fähigkeiten, wenn ihr jetzt künstlerisch unterwegs seid, schreibend, malend, musizierend oder komponierend, ne, dass eure Fähigkeiten da auch eine größere Dimension annehmen. And most importantly is that to me is more important than anything else that I just spoke about is the realization that there is no separation. Nothing is separated from anything. Und mehr als all diese Dinge, über die ich gerade schon gesprochen habe, ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir dadurch eben viel mehr erfahren, dass es keine Trennung gibt in dieser Welt. Do you have any questions up to now you want to ask me before I go into another topic? Just any curiosity, any questions? Nochmal die Frage an euch in der
Gruppe jetzt hier, ob ihr Fragen habt, irgendwelche Dinge wissen möchtet, noch mehr. Mhm. Yeah. Do we have any questions in the chat box? Da soll ich einfach mal lesen hier von Samira? Soll ich das Ja. mal lesen? Ja? Da steht's, genau. Wann weiß ich, wann der richtige Zeitpunkt ist? Yeah. So the question is, Zarathustra, from Samira. So when do I know when the correct point in time is there? Samira, the world of these. Okay, let me see if I understand the question. When do I know my third eye opens up? Is that the question? Nochmal an dich, die Samira, die Frage, was ist genau deine Frage, ob du wissen möchtest, ob wann dein drittes Auge geöffnet ist? Ja, okay. Yeah, yes, you got it right. Yeah, right. So as she's still working on it. She's adding. She's still working on it. So yeah. Right. You know, she can unmute herself and she can ask if she wants to, rather than typing. Geht das technisch, Britta, dass Samira sich freischaltet? Wenn die Samira so lieb wäre, ihre Hand zu heben, genau wie Margit dieses Zeichen macht, weil ich aufzeichne, hier nicht alle Bilder durchgehen, bis ich sie finde. Und dann kann ich sie freischalten, wenn ich sie sehe. Also Samira, mach bitte erst die Reaktionen hoch. Ich wusste nicht, dass er deinen Lautsprecher anmachen will. Ich muss dich unmuten. Kannst du das? Yeah. I'm waiting for her to show up. I cannot change the technical equipment at this point because I'm recording and I'm not allowed to record her. So I have to see her where she is, and she has to. I tell her to open up the microphone. Samira, your mic is on. Yeah, thank you very much. Heartily welcome. Hi, Samira. Nice to see you. Yeah, welcome. Thank you. I want to open my third eye and I'm working on it. Can you tell me when is the correct time? Right. Yeah. As you know, you've been in the world of the spirit for I don't know how many years. Things work differently than the physical world. Also du bist jetzt ja schon einige Jahre so in der geistigen Welt, mit der geistigen Welt vertraut, und da funktioniert das alles ja etwas anders als in der physischen Welt. Mhm. Like, let's say you have a BMW, you drive a car, and the starter, that component of the starter broke down. It doesn't work. They tow your car to the dealership and they tell you, okay, in 3 days, your car will be ready. Jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel, du fährst ein Auto und das muss in die Werkstatt und dann sagen sie dir, okay, wir müssen daran arbeiten und in 3 Tagen wird dein Auto wieder repariert sein. They put a new part and they try it, the car works. But in the world of the spirit, things work differently. Also da wäre dann in der materiellen Welt das so, die setzen dann ein neues Teil ein und dann funktioniert es wieder, aber in der spirituellen Welt läuft das alles ein bisschen anders. Right. Yeah. The third eye starts to open up based on how quiet you become inside yourself. Die Öffnung des dritten Auges hängt sehr stark davon ab, wie still du in deinem Innern wirklich bist. And that, it's impossible for me to tell you. It all depends how much you can go beyond the mind. You can bypass the thinking mind, and how many minutes, hours a day you're able to stay in absolute silence. That is something is up to you. Also die Hauptfrage ist, wie lange kannst du jeweils so still sein, dass du ein bisschen so wie den Geist nicht so präsent hast, sondern da drüber hinausgehst und eher still bist. Und das ist dann natürlich alles in deinem Bereich, liegt in deinem Bereich. So I can get you activated by sending strong transmission to the pineal gland,
and you will feel definitely something happen, for sure. That part I can guarantee. Also ich kann dir But I garantieren, can't, that I cannot guarantee if it's going to last until I can teach you how you can keep this open and running. And that part, you need to do it on your own. I can show you how to do it, but you got to do it yourself. also ich kann dir garantieren, eben durch meine Übertragung an dem 3. Oktober, dass da was passieren wird und dass du das fühlen wirst, sicherlich auch, dass da wirklich was passiert. Aber ob du das aufrechterhalten kannst, das liegt dann daran, wie stark die Stille auch aufrechterhalten oder noch weiter gestärkt werden kann. Und auch da kann ich was lehre ich was. Und es liegt natürlich an jedem, das aufrechtzuerhalten. And you know, right now I'm looking at you, I can see in your auric field, I mean, you have done a lot of work. It looks really nice, and I can see the patterns are doing really well when I look at it. Und ich schaue dich gerade an, Samira, und ich kann in deiner Aura sehen, dass du schon viel Arbeit gemacht hast und das sieht schon alles sehr gut aus und die Strukturen sind da schon gut vorbereitet. So I can see you're ready. Ich sehe, du bist bereit. Yeah. And also, there's one other thing I like to share with you is that when the third eye begin to open up, there's a small percentage of people, they may experience a big bang, you know, some really extraordinary event. Ich kann euch auch noch sagen, dass wenn das 3. Auge geöffnet wird, dass es für ein paar Menschen, also ein kleiner Prozentsatz von Menschen, wirklich ein ganz außergewöhnliches Ereignis sein wird, so wie ein Bang. But also, it could be very gradual. This changes inside you, and these psychic abilities that you acquire can be happening gradually. Aber eben, es kann eben auch ganz Schritt für Schritt passieren, wie da eben die spirituellen Fähigkeiten entwickelt werden. And my experience is that the second one is, I would prefer it that the third eye opens up slowly, doesn't open up all of a sudden. Und ich kann euch sagen, dass das Zweite, was ich genannt habe, eben das langsame sich öffnen des 3. Auges aus meiner Sicht zu präferieren ist auch. Because if it opens up suddenly and stays open, it could be very overwhelming. Und wenn es sehr plötzlich passiert und sehr anders sich alles anfühlt als vorher, das kann sehr überwältigend ja auch sein. And I know on this path we want it all and we want it right now. Und ich weiß, dass wir auf diesem Weg im Grunde alles wollen und sofort wollen. Yeah. So mine opened up suddenly and it was not a pleasant thing. Bei mir war es sehr, sehr plötzlich und das war gar nicht so angenehm. Yeah, I thought I'm going to go crazy. I wanted to kill myself. I started to hear everybody's thoughts, and for a week I thought I'm gonna kill myself. I couldn't handle it. Plötzlich die Gedanken von allen möglichen Menschen gehört und ich dachte, ich würde verrückt werden. Ich habe auch echt gedacht, ich müsste mich umbringen. So, but it always, in a magical way, everything works out, because each and every one of us, we have an inner guru, and your inner guru always takes care of you. Aber auf ganz magische Weise funktioniert das dann alles für jeden so auf die Weise, denn wir haben ja alle einen inneren Guru, unseren inneren Lehrer, der da schon auch gut auf uns aufpasst. Yeah, you have an inner guide, you're not alone, and your inner guide has brought you here today. Also, ihr seid nicht alleine, du bist nicht alleine, du hast einen inneren Führer und der hat dich ja auch hier hingebracht heute Abend. Learn to trust that
and your inner guide will carry you the rest of the way. So everything's going to be okay. There's nothing to worry about. Ja, wir dürfen lernen, uns da auch dem anzuvertrauen und uns da wirklich keine größeren Gedanken drüber machen zu müssen. Okay? Gut, ist das okay? Thank you. Yeah, nice meeting you, of course. Yeah. Anybody else has any questions in the realm of third eye activation? Noch jemand, der Fragen hat bezüglich der Öffnung des dritten Auges, der Aktivierung des dritten Auges? And if not, I can move on to, so that's going to be an all-day thing on October 3rd. And it would be good if you, I don't know, Britta, are we going to have like yoga mats or it would, because a part of it is everyone will be lying down on the floor. People are asked to bring in with, yeah, when they register, they get the information. So we don't have Right. to announce now. Right. Okay, good. Also nur mal zur Info, das wird ein Ganztagesevent sein und Yogamatten dabei zu haben, ist auch auf jeden Fall gut, denn die werden auch gebraucht werden. Yeah, a part of the workshop, you will be lying down on the floor because you get a few different activation from me, and one of them is you're going to be lying down on the floor. Ja, denn ihr werdet euch auf den Boden legen dürfen, euch ganz entspannen können, da ihr von mir dann einige Impulse bekommt für euer drittes Auge und da ganz entspannt bei sein dürft. Then on October 5th, we have a shamanic healing circle. That's one of my, a lot of people, Britta knows, a lot of people love that event. We normally get sold out or it's full. Somehow, to the grace of God, people get healed. So it's a very, very powerful event. I'm glad I have helpers. My beautiful helpers help me. We all hold the space and we build up the energy in the room, and sometimes miracles happen in the and that event is only 2.5 hours. Oh, Margaret, I'm sorry, I kept blah blah blah. It's okay. So, und dann die nächste Veranstaltung ist ja am 5. Oktober. Da ist wird ein schamanischer Heilkreis sein am Abend. Das sind nur 2,5 Stunden, aber die sind wirklich sehr kraftvoll. Es wird ein Raum gehalten, auch mit Unterstützung von anderen Helfern noch, also von Helfern, die den Raum halten. Ja, und da ist es ganz oft so, dass da auch wirklich Heilung passiert in so einem Kreis. Und durch die Gnade eben Gottes kann da einiges passieren. And so it's a very safe, protected environment. Again, in this event, we do a few active meditations to raise the energy. And then I will be doing hands-on healing on everyone. Again, depends how many people we're going to have. If it's under 50 people, I can come and do psychic surgery. If it's over 50 people in the event, then it's going to be tough to do a lot of physical healing. Mhm. Genau, dieser Abend wird ein sehr sicherer und gehaltener Raum sein. Und ich werde auch euch mit Händen berühren, soweit das für euch in Ordnung ist. Und ich kann auch, wenn es unter 50 Menschen sind, kann ich auch wirklich spirituelle Chirurgie betreiben. Wenn es mehr als 50 sind, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel, aber wird es zeitlich nicht so hinhauen. Das ist ein sehr, sehr kraftvoller Raum. So, but you know, when you do this kind of work and you open up the space and you have a group of people come together and everybody's intention is love, God, self-realization.
Ja, wenn man eben so einen Abend hat oder so einen Raum hat, wo so viele Menschen zusammenkommen, deren Intention die Liebe ist, die Selbsterkenntnis, die Erleuchtung, dann magic happens. dann passiert auch Magie. Ja. Yeah, because everybody's there with one intention. Everyone has come together because they want some sort of healing, whether it's physical, it's emotional, or they like to have a strong connection with the divine. Ja, denn alle Menschen, die da hingehen, kommen mit der Intention, Heilung zu erfahren. Ob es jetzt physische Heilung ist oder emotionale Heilung ist oder eben die Verbindung mit dem Göttlichen mehr zu spüren. And magic happens. Ja. So we have that event. That event, I believe it's 2.5 hours. I think so. Yeah, so it's in evening time. So it's time-wise, it's very doable. It's not a big time investment. Ja, da können also wirklich Wunder geschehen und es sind wirklich 2,5 Stunden und es ist nicht viel Investition, was die Zeit angeht. Und es ist eine überschaubare Zeit und die kann aber wirklich intensiv sein dann. And it's very powerful. Und kraftvoll. Ja. Any questions regarding the Shamanic Healing Circle event? Jetzt die Frage, ob es jetzt Fragen gibt von euch bezüglich des schamanischen Heilkreises am 5. Oktober. And just want to share one thing with you. In this particular event, there is a Native American entity. It's a shaman. It's an old shaman who comes through me because I do Native American drumming, shakers, and I start singing. And people come and ask me if I have any Native American training program. Have I ever done anything myself? Also ich mache auch ich trommle so in der Art der amerikanischen Ureinwohner und an diesem Abend ist auch eine Kraft aus der Ahnenwelt der Ureinwohner aus Nordamerika, die da wirkt mit mir, durch mich. Because I begin to speak in tongue language and do things which is very ancient work, but I have never had Native American training program. No one has taught me anything. This is all channeling. Ja, und ich spreche dann auch in einer anderen Sprache und deswegen wundern sich oft die Menschen, ob ich jemals in Nordamerika ein entsprechendes Training bekommen habe, so, aber das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich alles gechannelt, was dann da durch mich durchkommt. So it's a different flavor in comparison to the third eye activation event. So it's interesting. Also der Geschmack dieses Abends ist ein anderer als jetzt die Öffnung des 3. Auges am 3. Oktober, war auch sehr interessant. Yeah. And then lastly, we have our 2.5-day weekend workshop, activating the silence within. This is one of my most favorite workshops I have designed. And I'm very, very excited to come to Frankfurt and present this workshop because it works. Und dann gibt es ja noch dann den Workshop, die 2,5 Tage zur Aktivierung der inneren Stille. Und das ist wirklich für mich einer der besondersten Workshops, die ich so kreiert habe. Es funktioniert wirklich und ich mache das sehr, sehr gerne. And the workshop basically is designed to help each and everyone to have a transformation from the head to the heart. It's designed to bring us
and shift our consciousness from an analytical thinking to an intuitive knowing. Und da geht es wirklich darum, zu einem intuitiven Wissen zu kommen. Und zwar weg von diesem analytischen Verstandeswissen, wie wir ja aufgewachsen sind, und eben hin zu dem, dass wir intuitiv wahrnehmen. Genau, und zur Transformation von Kopf zum Herz. It's very, very, very interesting that the more we learn to separate ourselves from our thinking mind, the more we begin to realize that what we're thinking is not who we are. Ja, je mehr wir es vermögen, uns sozusagen von dem Verstand ein bisschen zu entfernen, dann merken wir auch, dass wir nicht das sind, was wir denken. Also so die Identifikation reduziert sich mit dem Verstand. Which most people on planet Earth believe that their thinking process is who they are. Die meisten Menschen in unserer Welt denken, dass das, was sie so denken, wären sie auch selbst. And when you begin to see, like, oh my God, all these thoughts that is coming and going in my head, I am not them. I'm only observing these thoughts. Then a major shift in our lives happen. Also eine ganz große Veränderung in unserem Leben kann stattfinden, wenn wir wirklich realisieren, dass wir unsere Gedanken beobachten können und wir nicht unsere Gedanken sind. What happens, you begin to also see you are not your emotions, because normally we're like yo-yos. We're up and down with our emotions. Und wir können auch realisieren, dass wir nicht unsere Gefühle sind, denn ganz oft sind wir ja so mit unseren Gefühlen verbunden wie Jojos, mal hoch, mal runter, und das sind wir eigentlich nicht. I can wake up in the morning and feel depressed. So and then by noon time, I get some good news and I'm happy. And by evening times, I can feel lonely. Also es gibt all these emotions come and go. All die Emotionen kommen und gehen. So können wir am Morgen ganz depressiv aufwachen, mittags eine tolle Nachricht bekommen, irgendwie ganz freudig sein und abends uns total einsam fühlen. Alles das ist ja möglich und das sind wir aber eigentlich nicht. So in this workshop, we begin to, as our mind becomes quiet, we begin to see that, wow, I'm really not whatever is going on here, the thoughts. Und der Workshop kann uns wirklich schon helfen zu realisieren, ich bin nicht diese Gedanken. Also wenn der Geist mehr Ruhe hat, empfindet, dann kann ich das mehr wahrnehmen auch. I am not these up and down emotional yo-yo that I experience. You start to see your emotions come and go. Ich bin eben auch nicht meine Emotionen, aber man kann so beginnen, die eigenen Emotionen kommen und gehen zu sehen. And then finally comes the realization that, wait a minute, if I am not my thinking mind, if I am not my changing emotions, then maybe I am not this body either. Maybe I'm not this. Dann kommt langsam auch diese Erkenntnis, dass, Moment mal, wenn ich nicht meine Gedanken bin, wenn ich nicht meine Emotionen bin, dann bin ich ja vielleicht auch nicht mein physischer Körper. And in this transition and workshop, suddenly people begin to realize, wait a minute, I'm really free.
I am free from all these fears, worries, anxieties, uncertainties of the future. None of them do anything to me. They can't really touch me. Und dann kann man auch zu dieser Erkenntnis kommen, Moment mal, dann ist ja so, dass alle meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste, meine Zukunftsgedanken mir eigentlich gar nichts anhaben können. And I think, to my experience, this is the best gift humanity can receive. Freedom. Ja. Und aus meiner Erfahrung ist das das größte Geschenk, was die Menschheit bekommen kann, nämlich diese Art von Freiheit. Freedom from suffering. Freiheit vom Leiden. Yeah, because we're really prisoners of our thinking mind. And, Ja. and we don't know how to manage that. So the thinking mind becomes your master. And it's a horrible master. Denn wir sind ja so Because you gewohnt, dass become a slave to it. unser Denken, der Verstand wie unser Meister ist. Aber es ist ein schrecklicher Meister. Wir sind da Sklaven davon oder Gefangene unseres denkenden Verstandes und davon dürfen wir uns wirklich befreien. Because the mind is never here. It's always in the past. Denn der Verstand ist fast niemals hier, sondern oft in der Vergangenheit. Because if you're here, there is no mind. Denn wenn du wirklich, wirklich hier bist, dann gibt es den Verstand so in dem Sinne gar nicht. And also, there is no future, because really, what is future? Und auch die Zukunft, die gibt es ja eigentlich gar nicht, denn was ist denn eigentlich Zukunft? And I'm going to give you a little exercise, a little just a tip of so you can experience it for yourself. That what I'm sharing with you, it's not a concept, it's not a theory. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Tipp oder eine kleine Übung, dass ihr einen Geschmack davon bekommen könnt, dass das, was ich sage, keine Theorie ist, kein Konzept, sondern wirklich spürbar. For instance, when you think of future, can you think of future without using the past? Zum Beispiel, wenn du versuchst jetzt, dich auf die Zukunft einzustellen, an die Zukunft zu denken, kannst du an die Zukunft denken, ohne an die Vergangenheit zu denken? See, for one moment, examine it for yourself. Schau mal für einen Moment. Yeah, if you don't use any past thoughts, can you think of future? Also ohne irgendwelche Gedanken aus der Vergangenheit, kannst du dann an die Zukunft denken. Let's say you're worried about something that we all have our fears and worries, and there are areas that we are more triggered. Also jeder von uns hat ja unterschiedliche Bereiche, in denen er mehr getriggert ist und sich Sorgen macht, aber jeder hat so seinen Bereich, sich vielleicht Gedanken zu machen. For example, somebody may worry about what is going to happen to me financially if I get old. Zum Beispiel der Gedanke, wie geht es mir denn finanziell, wenn ich älter werde? Somebody else may think that, okay, what will happen to me if I get old? Would my husband and wife leave me because I'm old now, or my kids, they don't pay attention to me, so I'm worried about that. Oder vielleicht die Sorge, dass mein Partner nicht mehr bei mir sein wird oder meine Kinder nicht mehr zu mir kommen, mich nicht mehr unterstützen. Or if I'm worried about global warming or war in Europe or blah, 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 something that is bothering me. I think about it a lot. Oder vielleicht was anderes, was mich sehr stark beeinträchtigt, wo ich viel drüber nachdenke, wie zum Beispiel die globale Erwärmung oder Krieg in Europa.
a possibility of something happens in the future. Die Möglichkeit, dass irgendwas in der Zukunft passieren würde. Okay, so, but and now we're going to play a little game together, like little kids. Spielen wir ein kleines Spiel zusammen, wie kleine Kinder. Okay, so the game is you can think of future without using any past thoughts. Also das Spiel ist, du darfst jetzt über die Zukunft nachdenken, aber ohne irgendwelche Referenz zur Vergangenheit in deinen Gedanken. Okay, we agree? So let's spend 10 seconds, 15 seconds. Ja. Try to think of future without any past thoughts. Also mach mal jetzt 10 oder 15 Sekunden lang genau dies zu tun. Über die Zukunft nachdenken, ohne die Vergangenheit mit reinzubringen. It's impossible, isn't it? Ist irgendwie unmöglich, oder? It's absolutely impossible for the mind to be able to go into the future without using past. Es ist wirklich für den Verstand unmöglich, in die Zukunft zu gehen, ohne die Vergangenheit zu benutzen. Right? Aber versuch's weiter. So future is only the past that the mind projects it into a possibility of events. Also Zukunft ist im Grunde nur die Vergangenheit projiziert in eine Möglichkeit von Begebenheiten, But it's completely non-existing. aber es existiert komplett nicht. And we go through a lifetime, you know, from 40, 50, 60 to 80, 90 years old. And we never realize this. Und wir verbringen unser ganzes Leben von 40 bis 90, ohne jemals das zu realisieren. We live a lifetime living in fear. Und haben Angst unser ganzes Leben lang. This is the game your mind plays with you. Und das ist wirklich das Spiel deines Verstandes. It brings the past events, Es bringt die vergangenen Ereignisse exaggerates them, und macht die viel größer, übertreibt total and projects it into something called future. projiziert es in etwas, was wir dann Zukunft nennen. And then you live in worry and anxiety all your life. Und dann lebst du in Sorgen und Grübeleien dein ganzes Leben lang. So in this 2.5-day workshop, we're going to realize these things. Und in diesem 2,5-tägigen Workshop machen wir uns das bewusst. And we're going to learn to go beyond the mind because it's thoughts, blah, 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 blah. And we're going to learn how to come to this place, which is still and silent without the mind. Wir lernen eben quasi, hinter den Geist zu gehen und an diesen Platz zu kommen, wo es still und ruhig ist, ohne die Verwirrungen des Verstandes. And once we learn this, an activation, and there's a grid that activates, something awakens in our beings. A power wakes up. Und da ist eine Kraft in uns, die aufwacht, die stark wird. But this power, this fire, cannot awaken by thinking. Und diese Kraft und dieses Feuer kann nicht entfacht werden durch das Denken. Only wakes up when you learn how to be quiet. Sondern erwacht nur, wenn du lernst, auch ruhig zu sein.
then you begin to see that this life we're living in, it's all connected with each other. That's when your third eye starts to also open up. Dann lernst du, wie in unserem Leben alles miteinander verbunden ist und das dritte Auge geöffnet ist. And we begin to live a life brand new that we've never lived it before, because up to now, we're living our lives with our thinking mind. Wir werden anschließend ein ganz anderes Leben führen können, denn bisher haben wir unser Leben mit unserem gedanklichen, mit dem Verstand und den Gedanken gelebt oder daraus gelebt. So for 99% of humanity, they don't know what life is like if they are not using their mind. If they're living from silence, they don't know what that world is like. Also 99% der Menschen haben überhaupt keine Ahnung davon, wie das Leben sein könnte, wenn man aus seiner eigenen Stille heraus lebt, statt aus seinem Verstand. And this is what we're going to discover for ourselves. Das werden wir für uns selbst entdecken an diesem Wochenende dann. I have a quick question for you. Do you ever get mind bombardments? Like you get a lot of thoughts, a lot of worries, you know, it's just woo, 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 your mind going crazy. You ever get that? Hebt mal eure Hand, wenn ihr sowas kennt, dass irgendwie euer Verstand, eure Gedanken so mit euch Karussell spielen, dass es fast unerträglich ist. Mal die Hand heben. Sometimes you want to tell yourself, shut up, quiet, stop. You know, sagen möchtest, boah, jetzt sei endlich mal still hier in mir, ja? Yeah, it doesn't stop, right? Okay, all right. I'm gonna right now share with you a very simple thing, how you can have your mind just be 100% quiet. Jetzt teile ich mit euch eine kleine Sache, wie ihr es wirklich hinkriegen könnt, dass euer Verstand ruhig ist. Without doing anything. Ohne, dass ihr irgendwas Besonderes tun müsst. Would you like to know? Are you interested? Da Interesse dran, das zu erfahren? Yeah? Yeah? Ja. Okay. All right. It's very simple. It's a very, you can call it meditation if you want, but this is beyond meditation. It's more advanced than meditation. So it's very, yeah, go ahead. I'm sorry. Ich könnte es eine Meditation nennen, aber es ist irgendwie noch viel fortgeschrittener als Meditation. Und ganz leicht. Yeah, because the ordinarily meditation we do, we sit here and we close our eyes. That's not the meditation. That is preparation for meditation. Denn das, was wir üblicherweise als Meditation kennen, wo wir von außen betrachten, ah ja, wir sitzen ganz ruhig hier, still, Augen geschlossen, ist eigentlich keine Meditation, sondern eine Vorbereitung auf die Meditation. The real meditation does not have any looks. It's not like I'm sitting here meditating. Die echte Meditation hat keinen besonderen Ausdruck im Außen, körperlich. Real meditation is our very true nature. By nature, we're meditative people. Denn die wahre Meditation ist unsere eigentliche wahre Natur. Wir sind eigentlich meditierende Menschen. We just don't know it. Wir wissen es nur nicht. Right. So let's check this out. What we do is very simple. You don't have to change your posture. You don't have to do anything. You don't need a pillow. Just the way you are right now. So wie ihr jetzt gerade seid ihr schon vorbereitet genug, um das jetzt zu starten mit uns. So I would like you to look inside and look and see if you are seeing any thoughts or if you're hearing any thoughts. Also was ich euch einlade zu tun, ist mal so tatsächlich nach innen zu gehen und mal zu schauen, seht ihr da Gedanken oder hört ihr da Gedanken? Are you able to hear your mind or your thoughts? Du bist gerade in der Lage, deine Gedanken zu hören. Can you notice
notice your thinking mind. Kannst du deinen denkenden Geist wahrnehmen? Now, is there any thoughts there? Also die Frage, gibt es dort gerade Gedanken? Yeah, okay. Samira, there's a little bit thoughts. Good, perfect. That's what I wanted to hear. Okay, now what you do if there is thoughts, follow the thread of the thoughts, like follow them to the source, inwards. Turn your attention inside and see where they come from. Go follow them. Also wenn ihr da jetzt Gedanken findet, das ist okay, dann nehmt die auf und folgt mal der Quelle dieser Gedanken, so wie mehr nach innen zu gehen. Wo kommen diese Gedanken gerade so her? Follow your thoughts to their source. Folgt euren Gedanken zu ihren Quellen. Yeah, like a 6-7-year-old child who's curious and it's seeing these ants are coming out of their nest and they're walking all the way, and you're just following to see where do they come from. So wie jetzt ein 6-7 Jahre altes Kind, was so eine Ameisenstraße entdeckt und ganz neugierig schauen möchte, wo kommen die denn alle her? So as you're following them to the source, suddenly at the end of this trail, you realize there's nothing. It's absolutely quiet. Wenn ihr so langsam da Richtung Quelle geht und wirklich Richtung Quelle eure Gedanken auf die Spur kommt, dann plötzlich könnt ihr vielleicht merken, da ist gar nichts. Suddenly there's no thoughts, nothing. Dann plötzlich ist da gar nichts und da sind keine Gedanken. Everything disappears. And as you are in this situation right now, without opening up your eyes, Also, ihr könnt eure Augen geschlossen halten noch und vielleicht merkt ihr, dass da irgendwie so wie gar nichts ist. Und wenn ihr dann da seid, and without touching your body with your hands, und auch ohne jetzt euren Körper mit euren Händen zu berühren, I want you to see if you have a body. Is there a body here? könnt ihr euch mal kurz so fragen, mit den geschlossenen Augen auch, ist da überhaupt ein Körper? Because to your surprise, your body disappears as well. Und vielleicht findet ihr zu eurer Überraschung, dass der Körper auch verschwindet. Unless you open your eyes or touch yourself. If you looking from inside, there's not even a physical body. That disappears. Also wenn ihr die Augen geschlossen haltet und euch auch nicht berührt mit den Händen oder so, dann ja, verschwindet tatsächlich sogar der Körper in eurem Bewusstsein. Also, if you look, you will see your story of your life also disappears. Ja, und
Vielleicht verschwindet dann auch die Geschichte, die ihr euch immer über euer eigenes Leben erzählt habt. All your worries and your fears and problems, they too disappear. All eure Probleme, Ängste, Sorgen können auch verschwinden da. Now slowly come back here. Langsam, langsam könnt ihr wieder hierher kommen in unseren Raum. Now your mind can also come and brings a story with it. But that story for a few moments disappeared. Und eben eure Geschichte ist auch für ein paar Momente verschwunden gewesen eben. So congratulations, you went back to the source and to the truth of who you are, which is the truth of who you are is silence and it's stillness. Ja, vielleicht seid ihr eben wirklich so dahin gegangen, wo es eure eigene Quelle ist, die Wahrheit über euch selbst, die Ruhe und Stille ist. That's the truth of who you are in your core. The rest of it is a story that the mind creates. Und so ganz in eurem Zentrum ist es das, was ihr seid, diese Stille und Ruhe. Und drumherum kreiert der Geist, der Verstand so viele Geschichten. So at the Activating of Inner Silence workshop, we want to free ourselves from this illusory power that we have given to our minds, and we want to take our power back. Ja, und in diesem 2,5-tägigen Workshop wollen wir uns befreien von der Illusion, die der Verstand kreiert hat, und wir wollen unsere eigene wahre Kraft zurückgewinnen. Because all the suffering that we experience in our lives is because of the mind. We don't know how to manage it. Denn all das Leid, was wir so empfinden in unserem Leben, ist deswegen, weil wir gar nicht wissen, wie wir unseren Verstand mit all seinen Geschichten kontrollieren oder managen sollen. I think it's time for us to collectively to put an end into it and to live in freedom, free from any worry and anxiety, really living free. Und ich sehe, dass es an der Zeit ist, dass wir kollektiv uns da auch wirklich von befreien und wirklich in dieser Freiheit leben können. So my dear brothers, sisters, do you have any questions for me? I believe we have reached our end of our program. So
Jetzt ist es auch Ja. schon nach 9. Gibt es denn trotzdem auch noch Fragen gerade? I think everybody is in deep silence now. Ja, Ja. wahrscheinlich sind alle in tiefer Stille gerade. Yeah, thank you, dear Zarathustra. Yeah, you're welcome. And you know, those of you who are, you know, have your private space, you know, if you're feeling this energy, just don't get engaged with your phone or anything. Just stay in this energy and let this energy work you before you get engaged with everyday life. If you're feeling it, just after we finish, just stay in it. And it will just continue growing. Ja, und wenn ihr jetzt wirklich da so einen Zugang zu gefunden habt, dann könnt ihr auch euch natürlich jetzt auch nach diesem Zoom-Meeting entscheiden, da noch mehr drin zu bleiben. Und je mehr ihr das kultiviert, desto größer wird dieser stille Raum spürbar in euch und vielleicht nicht sofort ans Handy oder irgendwelche anderen Dinge machen. Ihr könnt das einfach jetzt auch nutzen. Ja. Schön. Thank you for having me. I appreciate it. I look forward to meeting you. It's almost in 2 weeks, or a little bit more, 17, 18 days. We get to be together. Ja, schön, dass ich hier mit euch sein konnte und ich freue mich wirklich darauf, bald nach Frankfurt zu kommen und euch zu sehen. Genau, wir freuen uns auf Zarathustra. Schön, dass ihr mit uns heute diesen Abend erlebt habt und ich, ja, genau, den Dank an Margit gebe ich auch gerne gleich weiter von unseren Freunden aus dem Chat. Und ja, bei allen Veranstaltungen ist immer Übersetzung gewährleistet. Silke wird auch wieder präsent sein, einige kennen sie. Und ja, ihr könnt also immer da noch auf jemanden zurückgreifen, wenn ihr da euch etwas Hilfe braucht, wenn ihr da noch etwas unsicher seid. Gut, wenn ihr auf unsere Links dann klickt, auf den Seiten sind ja die entsprechenden Informationen, was ihr mitbringen mögt und wo die Veranstaltungen sind immer dabei. Die Links habe ich euch heute schon reingestellt und sie werden morgen in der Aufzeichnung auch mit dabei sein. Und wir werden nochmal den Sonderpreis, das ist für alle, die jetzt noch da sind und kommen wollen, nochmal aktivieren. Ich glaube, er ist heute Abend schon aktiviert worden für ein paar Tage. Nutzt ihn, dass ihr jetzt bucht, nicht zu lang warten, sonst geht der Preis wieder nach oben. Vielen Dank nochmal, and thanks to you, Zarathustra. I just mentioned that the special prize is open for a few days after this talk, so that they now come and register in the near days and not too late. Wonderful. Okay, see you soon. Thank you. Yeah, thank you for having me. Nice meeting you, Margaret. Hope to see you in Frankfurt. Nice to see you, Rita, again, and all you beloveds. Some of you I see at my academy. Nice to see you again. Yep. Yoo-hoo. Till then, bye-bye.